Ja, ein herzliches Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Active Fit and Healthy. Und heute in diesem Video zeige ich euch 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden wandern. Hey, das klingt schon ein bisschen verrückt und das ist es auch. Und warum wir das tun und warum uns der Siechenmarsch bereits einige Jahre begleitet, wie wir uns darauf vorbereiten, hey, das zeigen wir dir in dieser Videoreihe, in den nächsten paar Videos. Nehmen wir dich mit auf die Reise, auf die Vorbereitung auf ein solches Event, aber dann schlussendlich auch während der Durchführung. Hey, gut, bevor wir uns vielleicht darüber unterhalten, warum man so etwas überhaupt tun möchte und warum man so etwas Verrücktes tun will, vielleicht kurz, ja, was ist das überhaupt? Dieser Siechenmarsch ist organisiert durch die Pfadfindervereinigung Pfadi-Glarus. Die machen das seit 33 Jahren. Wirklich ein super Event. Man kann sich anmelden. Es gibt 3 verschiedene Längen. Du hast den 50 Leistungskilometer Marsch, den 80 Leistungskilometer Marsch und den sogenannten Megasiech. Das sind die 100 Leistungskilometer. Gestartet wird irgendwo in der Ostschweiz und das Ziel ist immer am selben Ort, in Niederurnen. Das ist dort, wo diese Pfadfindervereinigung auch ihren Hauptsitz hat. Und dementsprechend wandert man eigentlich immer zurück auf Niederurnen. Nun schauen wir uns vielleicht kurz ein paar Bilder an, wie das in den vergangenen Jahren bei uns ausgesehen hat. Ja, wenn du jetzt denkst, ja, mega cool, da will ich auch mitmarschieren, mitlaufen, dann gibt es eine schlechte Nachricht grundsätzlich. Und zwar ist dieser Marsch bereits ausverkauft. Du siehst hinter mir hier hier ist es, die Website, da gibt es verschiedene Informationen, wenn man da draufklickt, kann man da auf Siech und dann geht es unsere nächsten Events, da sieht man, okay, Samstag, 14. Juni findet das Ganze statt. Und dann muss ich wieder schauen. Und wenn man da runter scrollt, dann sieht man, okay, oh, da ist komplett alles ausverkauft, sowohl die 50 Leistungskilometer Kontingente, wie auch eben dieser bereits erwähnte Megasiech mit 100 Leistungskilometer. Das Anmeldeprozedere ist jeweils so, das Anmeldefenster geht jeweils um Silvester, um Mitternacht geht das auf. Und dieses Jahr war es wirklich crazy. Das ging 50 Minuten und dann waren diese 666 Startplätze einfach restlos ausgebucht. Und das zeigt auch, wie beliebt dieser Marsch ist. Und es zeigt aber auch die Beständigkeit. Ich habe es gesagt, findet zum 33. Mal statt und hat wirklich eine große Community mittlerweile, eine große Fangemeinschaft. Wenn du aber jetzt trotzdem dabei sein möchtest, die Pfadi-Glarus, die ist noch auf der Suche nach helfenden Händen. Du kannst dich noch als Helferin oder als Helfer anmelden, da sind sie mega froh. Und ich verlinke dir die Website, die ich hier einblende, unten in den Videokommentaren. Da kannst du selber mal ein bisschen durchscrollen und dich informieren. Nun, die Frage sei erlaubt, warum macht man so etwas Verrücktes überhaupt? Und da gibt es für mich persönlich, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, gibt es 2 Motivationen. Das eine ist sicherlich zu schauen, schaffe ich das? Weil wenn man das einmal gemacht hat, das ist nicht automatisch eine Garantie, dass man das nächste Jahr wieder schaffen kann. Das ist ein bisschen auch abhängig von den Witterungsbedingungen, persönliche Grundphysis und so weiter. Also sicher ein körperlicher Aspekt. Was mich aber fast mehr fasziniert, ist eigentlich die mentale Komponente, die hier reinspielt, weil ich behaupte mal, der zweite Teil des Marsches, welcher mehrheitlich in der Nacht stattfindet, der hat auch einen sehr intensiven mentalen Aspekt. Durchhaltewille ist das Stichwort. Und das fasziniert mich extrem. Ist jetzt im Hintergrund ein Ausschnitt der Karte.
vom letzten Marsch, vom letzten Jahr. Und das ist auch ein weiterer Aspekt. Motivation für so etwas ist auch die Orientierung, Karten lesen. Man bekommt zwar vom Organisationsteam eine Karte ausgehändigt mit der Route, die eingezeichnet ist. Trotzdem ist es grundsätzlich so, dass der Weg ist nicht markiert. Also das geht auch um sich orientieren im Gelände und das ist auch wiederum ein weiterer spannender Aspekt. Damit du kein Video verpasst von dieser Vorbereitungszeit auf diese 100 Leistungskilometer, dann abonniere meinen YouTube-Channel Active Fit and Healthy und schau dir auch die anderen Videos an hier. Ich werde nicht nur über Langdistanzmärsche sprechen, sondern ganz allgemein über Gesundheits- und Fitnessthemen, Themen des täglichen Lebens, die dir schlussendlich helfen sollen, auch gesünder zu leben, aktiv zu sein. Und in diesem Sinne, hey, merci, hast du zugeschaltet, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.